Hallo Leute, herzlich willkommen zum Weltrekord in Schwänze lutschen. Ja, ihr seid richtig. Nein, Leute, heute gibt es einen Weltrekord, weil es geht heute um den größten Chicken Nugget der Welt. Dieser gute Mann, der Nick, der hat einfach den wirklich world's largest Chicken Nugget gemacht und es ist sogar ein offizieller Weltrekord. Das heißt, es ist nicht irgendwie so ein Rumgeschnacke oder so Gesage, so ey, ich habe den größten Chicken Nugget der Welt oder ich habe den kleinsten Schwanz der Welt. Ne, das sagt er nicht. Sondern es ist wirklich der größte Chicken Nugget der Welt und das wurde sogar bestätigt von so einem Guinness-Buch-Rekorde-Typen oder so. Schau mal, ne, Leute, wie groß ist denn wirklich der größte Chicken Nugget der Welt? Und viel wichtiger ist die Frage, Leute, euch zu fragen, welche Chicken Nuggets sind besser? Von Mc's oder von Burger King? Ich würde sagen, die normalen sind auf jeden Fall von Mc's besser. Ich weiß nicht, irgendwie Burger King hat mich da nicht so überzeugt, auch wenn die jetzt mehr Variationen reingebracht haben mit irgendwie Curry Nuggets. Dann haben die noch irgendeine Variante, die ich gerade nicht im Kopf habe. Aber welche Variante ich auf jeden Fall im Kopf habe, sind Chili Cheese Nuggets. Und die hauen die McDonalds Nuggets auf jeden Fall weg. Plus McDonalds hat sogar kurze Zeit, ich weiß immer noch, Chili Cheese Nuggets Angebot gehabt. Die haben wir im Video sogar getestet. Und die fand ich aber nicht so stark. Burger King frittiert da irgendwie noch mit mehr Liebe und mehr Herz. Irgendwie spüre ich da ein bisschen mehr drin. Aber das könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ne? Was euer Empfinden ist, was ihr sagt, was besser ihr findet. Wir gucken uns auf jeden Fall den guten Nick an. World record today. But let me back up first. My favorite food is rotisserie chicken. Gosh, do I love a hot, juicy rotisserie. Echt, Truthahn oder meint wie geil war diese Animation. Das ist sein Lieblingsessen. Chicken. So ein halbes Hähnchen mit Pommes, das fühle ich gar nicht. Aber viele lieben das voll, so bei diesem Hähnchenmann, der dreht das immer so. Also halbes Hähnchen. Oder am Türken oder beim Dönermann, wie auch immer. Die haben auch alle so halbes Hähnchen und so. Boah, nee, bevorzuge ich gar nicht. Gib mir die Pommes, aber das Hähnchen. Ja. I love a hot, juicy rotisserie. My second favorite food is chicken nuggets. I have nuggets every single night before bed. I eat, sleep, and breathe chicken. Echt, lol, okay, Digga. Auf Schlafen geht nochmal Chicken Nuggets rein. I guess you could call me a chicken connoisseur. And that's what today's all about. And where my friend Linja comes in. Was ich vorm Schlafen gehen immer mache, ich leck mal den Boden ab. Weil ich glaube, das vertreibt Geister. Glaube ich zumindest. Today we'll attempt to break the official world record for the world's largest chicken nugget. That's right, and this is not our first rodeo. Not long ago, we Guck mal da, Digga, du hast das Zertifikat. successfully made the world's largest cake pop. It was 44.24 kilograms, just shy of 100 pounds. Our videos racked up over 60 million views, and we saw all sorts of news articles about our... Wie geil, Digga, der wurde ja überall erwähnt. Das ist so heftig in Amerika, ne? Das ist ja nicht so geil, ne? Also, natürlich kannst du in Deutschland auch ordentlich was reißen, aber ist natürlich immer heftiger, wenn du in Amerika was reißt, weil Englisch ja die Weltsprache geführt ist und jeder kann Englisch. Dann wirst du in die ganze Antike, das ist geisteskrank. Ihr seht ja zum Beispiel, das Video hat 1,5 Millionen Aufrufe. Und kurz mal anderen Talk. Ist mir auch aufgefallen, dass so mittlerweile in YouTube Deutschland es richtig schwer geworden ist, so ein Video, und heute auf morgen, sagen wir mal, ne? Von einem auf den anderen Tag, das 1 Million Klicks kriegt. Das Video ist 4 Tage direkt 1 Million. Ist natürlich klar, wenn es Englisch spricht, kann es mehr Menschen erreichen und so weiter und so fort. Siehe Mr. Beast, Digga. Seine Videos erreichen Milliarden von Menschen gefühlt. Aber das finde ich krass, denn in Deutschland ist es schon so ein bisschen so, nicht eingeschränkt, aber nicht mal ehrlich, Leute. In Amerika, wenn die schlecht meine Videos gucken und sich denken, ja, Bruder, yes, what is fat do is good. Versteht man Jokes ja nicht mal, ne? Aber was man in englischen Raum reißen kann, ist geisteskrank. Crazy achievement. And while reading some of these articles, we found another headline. A chicken nugget that weighed over 50 pounds. You see, this nugget was the king of all nuggets. It was as large as 720 regular nuggets. But there was a problem. They couldn't meet the rigorous standards upheld by Guinness World Records. And that's where we come in. Today, Linja and I will be the first people crazy enough to ever attempt, and more importantly, succeed at achieving the first ever world's largest chicken nugget. If all goes well, by the end of today, we'll be the first ever holder of this coveted title. Because Guinness is so incredibly strict and it's so hard to get a record, no one has even tried to get the nugget. So we're making history in all kinds of ways today. Throughout this process, there will be several people watching us. We'll have a food inspector, a surveyor, and most importantly, our... Da ist die Frau, Digga. Das ist so ein geiler Job, Digga. Du musst einfach nur stehen, mit deinem, sagen wir das Tablett jetzt so, ne, und dann machst du so, ja, also, ist der groß genug? Und dann messt du so den Schwanz und dann so, Nee, aber wirklich, was ein cooler Beruf. Adjudicator, Claire. At the end of the day, it'll be up to Claire whether or not we get that title. But before we begin, there are 4 different common chicken nugget shapes. And I'm not talking about dino nuggets. I say we head on over to McDonald's to do a bit of market research first. But before we do that, we're catching up to Gordon, so make sure you smack that subscribe button below. Enough talking, Nick. Time to get going. We have pulled up to McDonald's, and the objective here is figure out exactly what shape we want to make our giant world record nugget. Well, how many different shapes of nuggets are there? How many different Ich sag 4 nugget shapes are there? Yeah, shapes. Linja, it's time to figure out what shape Also die Frau hat keine Ahnung gehabt. we're gonna be making today. Here are all the shapes of the nuggets. We got a bell, we have a ball. Okay, er hält ihm echt wirklich eine Glocke? Shapes of the nuggets. We got a Ja, Glocke. Das hat schon gut aus dem Arsch gegriffen. bell, we have a ball, we got a boot, Ja, doch, echt aus den Schuh. and a bone. Nick, I think we should make a bone. Let's go back home and break. Boah, sehr gut angehört. Ich habe richtig Hunger wieder, ne? Ich muss, immer wenn ich auf Food-Videos reagiere, Leute, müsst ihr wissen, selten habe ich was zu essen. Ich habe mir jetzt noch so einen leckeren Proteinpudding hier leer gegessen. Und war voll lecker, ne? Aber es reicht nicht. Some records. We are back from McDonald's. We're back from McDonald's. And we're gonna make a nugget 1,000 times bigger than this. Time to cook. Ey,
wie nervig wird das denn? Oh geil, die Animation wieder so übel nice, aber wie kacke wird das denn? Der muss ja richtig viel Hühner schlachten. Nein, aber wirklich, wie macht man denn ein Nugget? Also wie macht man ein Nugget? Klar, Fleisch und dann hier die Panade und so, okay. Aber er muss ja einen riesigen, gigantischen Nugget machen und den dann noch frittieren. You better pick up that nugget, Nick. To begin, we'll start by tossing 40 slices of white bread into a bowl. Get rid of that, Nick. Nobody likes end pieces. Now to soak all that bread, we're gonna go in with 1/2 gallon of whole milk. The cat. Digga, die Amis mit ihren Bottles, ne? Das ist, ich war ja auch in Amerika, Leute, die haben wirklich Bottles, Digga. Du kannst ja wirklich die tot trinken mit Milch. are working really hard. Alter, Simon erzählt mir immer, wie gerne Milch getrunken hat in Amerika. Now it's time to mush it all up. So entstehen Nuggets, ist ja widerlich. Now we let it soak while we prepare the rest of the ingredients. Between these 48 eggs and our 40 pounds of chicken, we're gonna be using close to 60 whole chickens today. To begin, we'll crack 40 eggs. Linja, this is a lot of chickens. I feel kind of bad about this. Yeah, me too. I was surprised to find out that the hardest Stell dir vor, muss ich die ganze Scheiße trinken. Das wäre mal eine Challenge. Ich habe schon mal rohes Ei getrunken. Rohe Eier zu trinken, dafür musst du ein guter Mann sein. Nein, aber wirklich, da musst du echt keinen Geschmack haben. thing about Mein Vater macht das gerne, der spinnt völlig. Also mein Vater wirklich, ne, ich vermisse meinen Papa, weil der ist so verrückt. Ihn einfach nur anzugucken, ist einfach mal ein Erlebnis. cracking 40 eggs is the fact that your hands get absolutely freezing. Excellent. Once our eggs are all ready, it's time to whisk them up. Mix faster, Nick. I'm trying. Get the mega ball. What you're looking at right here is 40 pounds of ground chicken. And now into our bowl Oh Junge, das sieht sowas von eklig aus. Oh Gott, oh we Gott. go. Ja, das fühle ich. What are you doing, Nick? Frosting a cake? Just so you all know, getting a Guinness World Record is no easy feat. We even have a health inspector watching to make sure Linja's not taking any shortcuts. Linja, I'm watching you. And now it's seasoning time. We're gonna start out with some onion and garlic powder. Gott, ich würde so gerne das irgendwie auch machen. Ich würde gerne Nick hier bumsen. 2 whole jars of Osmo. A bunch of fresh cracked pepper. Nick, how long do I have to do this? Keep going, Linja. My shoulder. My cabbages! And to finish off our seasoning, optional MSG. Now it's finally time to combine everything and make that giant nugget. First things first, we'll pour in all of our eggs. I can't believe they make bowls this big. And then in we go with our soggy bread. And now we mix. This has to be one of the more nasty looking things we've ever made in the kitchen, Linja. In order to bake this chicken nugget, since it's so large, we had to make a special contraption, and that's where Chef Bill comes in. It looks like a giant Bill. bird cage, and it's about 1/2 a Linja leg Ah, das genau ist meine Frage, wie er diese Scheiß frittieren will. Anscheinend so. tall. Das sieht aus wie so ein Einkaufswagen. So als ein Einkaufswagen, das so rausgeschnippelt hätten so und dann genommen hätten. Before we put the chicken in, we're gonna line it with parchment. And now, I'm not sure if you remember this from our last Guinness World Record, but it's time to spread. Finally, it's time to fill up our mold, shovel it all in. Shove it up your butt. Linja, I feel like a construction worker right now. You're not gonna meet quota, better hurry up. Give me the darn shovel. If you want a job done right, you better do it yourself. Or at least not. Nee, ich merke gerade, ich laber richtigen Käse. Der frittiert die Scheiße nicht, sage ich. Der backt die Kacke. Also er packt sie auf jeden Fall, bin mir ziemlich sicher, einfach in den Ofen. Dann macht er das so, dass es einfach im Ofen irgendwie aufgeht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Scheiße frittiert. Aber wie soll eine Kruste rumkommen? Let Nick do it. To finish things up before we put it in the oven, we're gonna crack a few more eggs into a bowl. And now it's time to do some painting. I've made a lot of dino nuggets in my time, but never have I used a paintbrush. We're basically gonna paint Das sind alle groß. our egg wash across the entire chicken nugget so that we have something for all those beautiful breadcrumbs to adhere to. Ultimately, this isn't gonna look like a nugget unless we have that beautiful golden brown look that those McDonald's nuggets have. What are you, Jackson Pollock now? Now to finish things off, we'll do a light and gentle sprinkle of breadcrumbs across the entire nugget. So macht er das. Ah, ich dachte mir schon, er kann das nicht so frittieren. You can't tell, this nugget is almost as big as Linja, which means we can't bake it in our oven at home. So we're gonna take it up the road and bake somewhere else. Believe me, when you call people asking them to use their oven so that you can make the world's largest chicken nugget, most people are pretty skeptical. But fortunately, we found one place. Linja, am I doing okay? The poor chicken nuggets, slow down! Don't ever drive like that again! We made it to the Cambridge School of Culinary Arts, where they've kindly offered up an oven large enough to bake our record-breaking nugget. So these are the fancy ovens we're gonna be using, Boah, okay, ist kein Pizzaofen, aber es ist ein dickes. which will hopefully cook the nugget through, and also faster, because in our testing it took 12 hours. Open her up. 12 Stunden dauert der Shit. Finally, in we go. It's in the oven, so now we wait. This is how many people it takes to get a Guinness World Record, and we're just doing a chicken nugget here. But the most important person there is holding that certificate that we desperately need. Later. We are here to check on the chicken nugget. It's been over 4.5 hours, and this is what we're working with. We put some Was ist das für ein geiler Ofen? So, pff, und beide gehen auf. aluminum on the top to try to help it cook a little bit faster. Say aluminum. Aluminium.
But for now, we'll just take a look and see how it's coming along. It feels like heavier than it was before. There's a nice crust to it. We want the crunch. Das meine ich. Er hat diese Brotstückchen drauf gemacht und hatte so die Scheiße frittiert. Ah, okay. Schade. So eine XXL-Fritteuse sehen wir auch. We have a chicken nugget. What we're basically making here is not actually a nugget. It more looks just like a cake. We're gonna put it back in. It needs a bit more time, but when we come back, we'll add the breadcrumbs and go weigh it. Oh my God. Even later. It's time to cut off the edges and bread the sides. Oh, Lindsay, be careful. Gosh, Nick, you cut that. Now we're just gonna gently pull back on the sides and hope the chicken nugget doesn't collapse in on itself because of all the weight. Ja, das sieht einfach aus wie ein großes Brot. Also ich frage mich jetzt, wie er das so eine Nugget-Form will. At this point, we're gonna paint up all the sides of our gigantic nugget with egg wash so that we can stick breadcrumbs to the side, make the whole thing look like a well-composed Nee, Moment mal, ich glaube gerade scheiße. Sieht aus wie so ein Maxi-King, findet ihr nicht auch? nugget. The Guinness rules state that it has to look exactly like a nugget, just larger. Now back in the oven, Ja, genau, wie will er das jetzt kriegen? get it nice and golden brown. Ow, God. Oh, God! Hey, whoa, Michael. Oh, God! And just like that, I think our nugget is complete, but first, The inspector has to take his final temperature. So this has to be at least 165 or it has to go back in the oven. what is it? 175. We made it. Excellent. Our nugget was perfect. Also innen drin alles perfekt, okay. Beautiful, Aussehen. delicious smelling, and golden brown. Nick, I don't got all day. Back again like flu season. I broke records while loose leaf and I'm coming. Open it Scheiße, die Amerikaner kennen natürlich kein Copyright. Mann. up. Go slower, Nick. We made it back with the nugget. Now put it down, Nick. My name is Kenny Palazzolo, and I'm today's surveyor. You may remember me from the Lost World record. You got that, Guinness? The first thing we're gonna do is we're gonna tear our pan and get ready for the weigh-in. So we have a pan weight of 1.755 kilograms. So first things first, we're gonna lift the whole nugget over onto a new tray because we have to remove all Leute, ist das für euch ein Nugget? Weißt du, bei solchen Zeiten vermisse ich ja immer den Chat, weißt du, dann könnt ihr mir live direkt eine Antwort geben, aber... this excess stuff to be able to weigh just the chicken nugget itself. Now for the Das ist eher ein Kuchen, Diggi. big scary moment, we have to slide this thing off the wire rack. Oh mein Gott. Wow, that is big. Now for our final measurement. Ich will kein Wichser sein, Nick. Ich gönn dir alles von Herzen natürlich. Ne? Du nimm den Nugget in den Mund. Ist das ein Nugget oder ist das einfach nur ein Streuselkuchen? So we have 20.960 kilograms, which in my estimate is just a little over 46 pounds. What do you think? Congratulations, you're officially amazing. Ja, weiß ich nicht. Klar, es ist kein Kuchen und Chicken und so. Aber sind wir mal ganz ehrlich, hat das wirklich, findet ihr, das hat die Form, vor allem wenn das über McDonalds Pommes, aber findet ihr, das hat die Form eines Nuggets? Jetzt mal ganz ehrlich, ich will ja nicht Epithete tun. Ich weiß auch nicht, wie man das hätte machen sollen. Du hättest ja umdrehen müssen und so. Aber das ist doch kein Nugget. Aber probier das gar nicht? Nö, Digga, holst ja auch den Weltrekord und scheiß drauf. Want us to break next. Happy cooking. Ey, sad. Ich hätte gerne, dass er probiert hat und für mich, meiner Meinung nach, keine Nugget-Form. Ehrlich, da will ich nicht der Hater aus Germany sein. But please, Nick, sorry, man, that was not the form of a nugget, man. But we see us. We see us on my English YouTube channel. I hope the video you like. No, you like where it's good. You can subscribe and you can click when you want. And we see us next time. Bye.